Wir alle lieben ja unsere Werkstätten, aber wir hassen den Dreck, den Staub und die schlechte Luft in der Werkstatt. Und dafür gibt es heute wirklich die perfekte Lösung. Die Lösung ist unglaublich bezahlbar. Das ist eine 5-Euro-Kabine. Die habe ich vor einer Woche vorgestellt, einen Abverkauf bei Parkside. Und daraus bauen wir uns heute den perfekten Arbeitsplatz zum Schweißen, zum Schleifen, zu trennen, inklusive einer Möglichkeit zum Absaugen. Und das Ganze hat auch noch Potenzial für mehr. Ich will das in der Form nicht in meiner Werkstatt nutzen, sondern um einiges größer. Und ich werde das in XXL nochmal nachbauen. Eine ganz einfache Lösung heute. Die Lösung ist sehr bezahlbar, kann jeder nachmachen. Und ihr werdet erstaunt sein, wie gut das Ganze funktioniert. Das Ganze mal auf den Punkt zu bringen, ich habe mir vor längerem mal diese kleine Schweißkabine gekauft. Die hat fast 50 Euro gekostet, viel zu teuer. Jetzt gab es die für 5 Euro und das finde ich wirklich eine schöne Lösung und die Lösung hat Potenzial für deutlich mehr. Bei der Kabine ist es nur, man hat unten keine Möglichkeit vernünftig zu schweißen. Man hat hier ein verzinktes Blech drin, da hat man natürlich Dämpfe in der Luft, das kann man nicht gebrauchen. Aber wir können uns natürlich selber was bauen. Es gibt jetzt die einfache Lösung, sich ein Blech zu kanten, finde ich nicht schön. Ich habe da was deutlich Besseres. Das kostet wirklich keine 10 Euro von dem Aufwand her. Und die Lösung ist wirklich toll. Und diese Lösung, wie gesagt, man kann die in XXL nachbauen, was ich auch noch machen werde. Und ich werde mir da eine richtig schöne Schweiß- und Schleifkabine bauen. Und dann habe ich keinen Dreck mehr in der Werkstatt. Da freue ich mich wirklich tierisch drauf. Aber heute bauen wir erstmal diese kleine Kabine um und bauen da wirklich eine perfekte Lösung für. Die wird euch wirklich begeistern. Ich habe mir Material dafür im Internet bestellt, also ich hatte auch nicht alles da, was ich hier verwende heute. Material kostet keine 10 Euro exklusive Versandkosten. Versandkosten kommen natürlich immer noch dazu. Das ist eine 2 Meter Stange 40 x 15 und die ist wirklich perfekt für das, was wir heute machen. Daraus habe ich mir aus dieser 2 Meter Stange 5 Stücke rausgesägt, jeweils 380 mm lang. Man kann natürlich auch mehr Stücke nehmen, aber dieses 40 x 15, das hat wirklich einen tollen Effekt. Zeige ich euch später. Das würde ich auf jeden Fall verwenden. Als zweites habe ich hier eine Meterstange Winkelprofil. Daraus schneide ich mir 2 Stücke à 480 mm. Das ist Winkelprofil 40 x 20 mm. Und wenn man das jetzt hier sich schon mal reinlegt, dann sieht man schon, wie gut das Ganze passt. Das ist also perfekt. Das ist wie dafür gemacht. Da hat man eine richtig, richtig schöne Auflage. Die Auflage, ich habe hier dieses Vierkantrohr immer seitlich noch ein bisschen abgerundet, damit es besser in das Winkelprofil reinpasst und dann wird das Ganze verschweißt. Ich habe einfach seitlich immer mit 30 mm angefangen und habe den Rest dann vermittelt. Kriegt man eine richtig schöne Auflage und kann das Ganze Stück für Stück anschweißen. Wichtig, hier immer kleine Punktschweißungen machen und dann im Nachhinein kleine Stückschweißungen machen. Also bloß nicht zu viel schweißen. Und das Ganze ist 3 mm, das Winkelprofil. Also das kann man hinterher auch immer noch mal ein bisschen hindrücken, falls es verzieht. Aber wichtig ist beim Schweißen hier immer, dass man wirklich Stück für Stück vorgeht, immer leicht versetzt vorgeht, immer alles ausrichtet, erstmal einen Punkt macht, kontrolliert, ob alles schön gerade ist. Dann kriegt man das wirklich richtig gerade hin und hier drauf kann man jetzt schon mal wirklich vernünftig schweißen. Aber was wir hier natürlich noch nicht machen können drauf, ist vernünftig positionieren und vor allen Dingen spannen. Und das ist Schritt 2, den wir jetzt erledigen wollen. Das ist im Prinzip auch wirklich sehr, sehr simpel. Was hier übrigens richtig gut zu passt und auch sehr gut funktioniert, sind diese Magnetlampen. Bin ich ein Riesenfan von. Kann man überall ranklatschen, kann sich das überall mit der Beleuchtung vernünftig positionieren. Also ist eine richtig schöne Sache im Allgemeinen schon und mit so einer Kabine geht das sogar noch mal deutlich besser. Ich hatte erst überlegt, ob ich hier eine Lampe einbaue, aber wofür eine einbauen, wenn man sich das hier so perfekt positionieren kann. Dieses 15 x 40 Vierkantrohr hat jetzt einen riesengroßen Vorteil. Wenn ich mir das bohre mit einem Stufenbohrer auf 16 mm, erst einseitig, dann die zweite Seite auch aufbohren, dann habe ich den Effekt wie bei einem professionellen Lochtisch und das wirklich low budget. Und das funktioniert extrem gut. Es könnte auch 20 x 40 sein, das würde hier von der Höhe nicht passen, das werdet ihr nachher alles noch sehen, aber 15 x 40 passt hier perfekt rein. Unten drunter noch die 3 mm von dem Winkelprofil und dann können wir das wirklich wie einen professionellen Lochtisch nehmen. Ich habe mir das hier einfach angezeichnet, man muss so ein bisschen sich selber überlegen, wo man die Bohrung gerne haben möchte, wie man das nutzen möchte. Ich würde erstmal nicht zu viele Bohrungen einbringen, man kann die ja im Nachhinein immer noch einbringen. Ich habe es erst zusammengeschweißt und habe es jetzt hinterher gebohrt, dann kriegt
kriegt man das ein bisschen besser so auf einer Flucht hin, dass es wirklich möglichst genau ist. Und mit dem Stufenbohrer ein bisschen darauf achten, dass man es natürlich nicht zu groß bohrt, dann ist das hier relativ einfach möglich. Ich hätte es mit einer Tischbohrmaschine machen können. Ich wollte es jetzt bewusst mit der Handbohrmaschine machen, damit auch jeder sieht, dass es wirklich sehr einfach möglich ist, dass man hier auch kein professionelles Equipment braucht, dass man sowas wirklich einfach nachbauen kann. Natürlich wäre es schöner, einfacher mit einer Tischbohrmaschine oder ich habe auch noch eine Magnetbohrmaschine, das geht natürlich auch besser, aber es reicht auch vollkommen, wenn man das hier einfach mit einer Handbohrmaschine oder mit einer Akkubohrmaschine bohrt. Mit dem Stufenbohrer ist das wirklich problemlos möglich. Und dann sieht man hier wirklich, wie gut das Ganze funktioniert. Ich habe oben und unten jeweils eine Führung. Das sind diese Standardbolzen, die kann man im Internet kaufen, kosten glaube ich 5 Stück 10 Euro. Damit kann man sich Anschläge bauen, damit kann man sich hier solche Schraubzwingen bauen. Oder man kann sich natürlich auch Schraubzwingen kaufen. Gibt es mittlerweile auch sehr viele, sehr bezahlbare Anbieter. Und dann kann ich hier wirklich spannen wie auf einem professionellen Lochtisch. Wie gesagt, ich habe jetzt hier erstmal 6, 7, 8 Bohrungen eingebracht. Man kann natürlich noch mehr Bohrungen einbringen, aber das ist schon mal wirklich eine richtig schöne Lösung und das funktioniert jetzt schon mal richtig, richtig gut. Jetzt können wir auch gucken, wie genau das Ganze geworden ist. Also ganz normal die Anschläge hier und da sehen wir, dass das wirklich relativ genau ist. Wir gucken nochmal von der Seite. Das passt also wirklich sehr gut. Jetzt ist es natürlich so, ich kann die Kabine auch seitlich auflassen. Wenn ich mal ein größeres Bauteil habe, die meisten werden wahrscheinlich immer nur kleine Bauteile haben. Man kann es aber auch mal seitlich auflassen. Mit der Auflage in der Höhe passt das wirklich perfekt. Und an diesen kleinen Beispielen sieht man jetzt auch, wie gut das Ganze funktioniert. Ich kann hier richtig schön spannen, ausrichten, positionieren, halt wie an einem professionellen Lochtisch. Und wenn ich jetzt drin schleife, dann sieht man auch, wie lokal dieser Schleifstaub hier drin bleibt. Das größte Problem ist aber immer natürlich noch, dass ich den Staub habe, der in der Luft ist, dass ich den Schweißrauch habe und den wollen wir jetzt auch noch auf ganz einfache, effiziente Weise loswerden. Und das ist wirklich auch alles andere als ein Hexenwerk und baut auch wieder ein bisschen auf was auf, was ich euch natürlich in der Form auch schon hier gezeigt habe. Das Ganze machen wir jetzt auch mal extrem minimalistisch. Das ist ein alter Regalboden. Aus dem Regalboden trenne ich mir ein schönes Stück raus, 500 mm lang. Das ist also die Breite der Kabine. Und dann habe ich Pi mal Daumen einfach 180 mm genommen. Ich habe ein bisschen bei meinen alten Rohren durchgeguckt, habe hier ein Rohr gefunden, in das mein Staubsauger reinpasst. Das ist ein ganz einfacher Werkstattsauger, der hat den Vorteil, das habe ich schon öfters gezeigt, der hat den Einlass und auch den Auslass. Ich kann hier hinten also auch ein Rohr dran machen und kann das Ganze einfach abführen. Alternativ hatte ich ja auch schon mal andere Absaugungen hier gebaut und gezeigt. Es gibt ein Video, die 0-Euro-Absaugung. Da hat man also wirklich auch tolle Möglichkeiten, wie man den Dreck aus der Werkstatt rauskriegt. Jetzt habe ich mir das hier oben einfach angezeichnet und habe es mit einer Lochsäge ausgebohrt. Ich habe das Rohr jetzt hier komplett eingeschweißt, da ist der dünne Regalboden natürlich ein bisschen verzogen, hätte ich nicht machen sollen, aber ist im Prinzip auch egal. Wichtig ist ja, dass die Funktion gegeben ist. Kleine Werkstattlackierung, anschließend mit dem Heißluftföhn getrocknet, dann kann man da nach 10 Minuten wieder mit weiterarbeiten und dann können wir unseren Test machen und können gucken, wie effizient so eine einfache Absaugung funktioniert. Ich habe jetzt den Staubsauger an, wie man das unschwer hören kann. Der ist wirklich völlig am Ende und man sieht schon diesen Effekt leicht. Ich wollte ihn natürlich deutlich sichtbarer machen, habe meine berühmte Nebelmaschine mal rausgeholt. Meine ist gut, die gehört meiner Nachbarwerkstatt. Die habe ich als Dauerleihgabe. Und jetzt sieht man, wie dieser Rauch abgesaugt wird. Also das funktioniert wirklich extrem gut. Das Ganze ist gekapselt und oben wird dann einfach rausgesogen. Da reicht so ein einfacher Werkstattstaubsauger. Und ihr hört, wie der sich anhört. Der ist wirklich völlig am Ende. Ich habe zu Hause mehrere Umbaumaßnahmen, da den komplett benutzt. Der hat nur 40 Euro gekostet und der ist völlig am Ende. Ich werde mir den nächsten neuen kaufen und ich habe auch noch einen deutlich besseren. Ich habe eine schöne Schweißrauchabsaugung von Weldinger, die habe ich auch mal ausprobiert und da sieht man, da geht es dann noch mal eine Stufe besser. Aber auch hier mit diesem ollen alten Teil geht es wirklich schon mal gar nicht mal so schlecht. Da sieht man jetzt oben an dem Stutzen, das ist jetzt die Schweißrauchabsaugung von Weldinger. Das ist natürlich nicht hundertprozentig effektiv, weil der Stutzen jetzt so klein ist. Ich bin rübergegangen. Trotzdem hat die so einen Sog, dass hier wirklich alles an Rauch
abgezogen wird. Und ich gebe hier mit der Nebelmaschine wirklich Vollgas. Das ist so eine Maschine, die sonst so einen ganzen Raum innerhalb kürzester Zeit einnebeln kann. Und diese Absaugung schafft das wirklich. Und das ist eine ganz einfache, effektive Möglichkeit. Es reicht schon ein ganz einfacher Werkstattsauger, dass man das Ganze da absaugt. Und so kann man wirklich schön sauber in der Werkstatt arbeiten. Ich denke mal, das ist eine schöne, kleine, kompakte Lösung. Mir gefällt das richtig gut. Spannen, schweißen, schleifen, ausrichten, positionieren und den ganzen Rauch und den ganzen Dreck schicken wir nach draußen bzw. begrenzen das hier lokal. Und wenn ich am Ende des Tages fertig bin mit der Arbeit, dann kann ich diese kleine Kabine selbstverständlich zusammenklappen und der Einsatz ist so konzipiert von den Maßen, die ich euch hier gezeigt habe, dass das auch nach wie vor da reinpasst. Es gibt oft die Lösung, dass da irgendein gekantetes Blech ist, das ist alles Murks. Das ist eine richtig schöne Lösung, kann man sich einfach selber bauen, macht Spaß und man hat unglaubliche Möglichkeiten. Und wie gesagt, Kabine hat 5 Euro gekostet. Was ich hier an Material hatte, war glaube ich 9 Euro oder sowas. Dann das Blech oben drauf, da findet man sicherlich irgendeinen Rest zu Hause. Genauso wie so ein kleines Röhrchen, das man da einsetzt. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Schreibt mir ruhig in die Kommentare, wie euch die Lösung gefällt. Und ich will das, wie gesagt, für mich nochmal in XXL nachbauen. In diesem Sinne, bis dann, euer Manni.